Willkommen bei Dr. Rail zum vorletzten Teil zur G7. Heute geht es um die letzten Details, zum Beispiel das Kuppelgestänge. Da gibt es zum einen nochmal farbliche Anpassungen. Bei alten Loks gab es eher weniger diese silber-rote Variante. In Analogie zur T3 im Technikmuseum Berlin habe ich mich hier auch für die durchgehend rote Variante entschieden. Aber was ganz wesentlich noch für die G7 ist, ist natürlich die Lens-Ventilsteuerung. Die habe ich auch versucht entsprechend nachzubilden, sodass die Ventilsteuerstange hier weiter nach oben gewandert ist und der entsprechende Anlenkhebel ist auch nach oben hin verlängert worden. Hier ein paar Impressionen. Der verlängerte Hebel wurde mit einem Messing-Haarprofil verlängert und das Ganze mit M1 Schrauben verbolzt. Am Schluss der Gestaltung des Fahrwerks stand nochmal die farbliche Hervorhebung aller Gelenke. Da sie ja später im Betrieb durch Schmiermittel sowieso dunkler und ein bisschen verschmutzt sind, hatte man sich hier überlegt, die Gelenke von vornherein auch etwas dunkler farblich abzuheben. Und das habe ich hier einfach mal nachempfunden. Das ist natürlich nur ausgedacht, aber es gefiel mir ganz gut. Auch die Schwingen habe ich leicht modifiziert, da ist ein Kugellager reingekommen. Ich hatte auch mal überlegt, ob ich die Kompressionsstellung mit abbilden soll, dass sich das dann auch entsprechend in der Schwinge mit verschiebt. Das war mir aber im ersten Schuss doch zu aufwendig. Ich hatte es mal kurz probiert, aber in den Originalteilen hatte ich dann doch zu viel ausgefräst. Das hakte und klemmte nur alles und habe mich dann am Ende doch dagegen entschieden. Und dann gibt es natürlich Licht für die G7. Das ist natürlich selbstverständlich. Da die guten alten Gaslaternen und für die schönere Optik kommen da auch Glühlampen rein, keine LEDs. Ansonsten ist da eigentlich nicht besonders viel zu sagen. Das Ganze in Action gibt es dann im Teil 5, wo es ein paar Betriebsvideos geben wird. Zwei Details haben wir dann noch. Zum einen wäre es schön, eine Fahrwerksbeleuchtung zu haben. Dazu habe ich an den entsprechenden Stellen 6 LEDs angesetzt. Ganz bewusst besondere LEDs mit sehr warmweißer Lichtabgabe, also Glühlampenimitat sozusagen. Glühlämpchen wären mir jedoch zu klobig gewesen. Um aber trotzdem die Optik alter geschützter Glühlampen zu bekommen, habe ich versucht, über die LEDs die entsprechenden Schutzkästen aus Draht nachzubilden. Hier mal die Fahrwerksbeleuchtung im Einsatz. Es wirkt auf dem Bild relativ hell, ist aber im Original eher ein dezentes Licht, nicht zu hell, mit einer sehr schönen rötlichen Farbe. Sieht auch sehr gut aus. Last but not least, es gibt ja auch noch einen Tender, der umgebaut werden muss. Wie ich dann irgendwann erschrocken festgestellt habe, nachdem ich sehr, sehr viel Zeit mit dem Kessel zum Beispiel und dem ganzen Schleifen und Spachteln verbracht habe. Am Tender ist auch einiges umzubauen, denn wenn man sich das im Vergleich anguckt, ist der Tender der G7 flacher insgesamt, weil er nicht diesen mittleren Überbau hat für die Kohle. Und vorne hat er diese charakteristische Abrundung, wobei da
die eigentliche Seitenwand wiederum höher als bei der 55 ist. Und hier der Abschluss auf der linken Seite gestaltet sich auch etwas anders, wie ich den Originalplänen entnehmen konnte. So, das ist einmal das Innere vom Tender. Als erste Maßnahme wurden hier die Radreifen erstmal rot gemalt vom Tender. Dann wurde der Original-Oberbau erstmal ein bisschen abgefräst, dass er die passende Höhe hat. Vorne kann man auch schon die Abrundung erkennen. Und da sich das bei der G7 bis nach ganz hinten vom Tender zieht, werden hier entsprechende Kunststoffteile angesetzt. Hinten kommt die Drucklufttank oder was auch immer das für ein Tank ist. Vielleicht auch nur Öl oder sowas auch noch drauf. Das war ganz schön wieder zu verwenden. Das Original eigentlich ein Teil vom Kesselanbau von der 55. Dann musste ich eine umlaufende Kante einmal abfräsen vom Tender. Das war ein bisschen fummelig, war aber immerhin weniger Arbeit, als alles mit der Hand abzufeilen. Und dann musste entsprechend auch diese umlaufende Kante etwas verlängert werden nach oben hin. Das kann man hier auch an dem angesetzten Kunststoffteil erkennen. Und jetzt kann man schon die Ähnlichkeit zum G7-Tender durchaus erkennen. Das sind jetzt außen die Wasserkästen, die bekommen noch einen Deckel. Ja, weitere Kunststoffteile werden angesetzt. So entsteht nach und nach die Originaloptik vom G7-Tender. Und dann nach dem Lackieren sieht auch der Tender schon sehr schön aus. Danach geht es dann daran, die Fläche für die Kohlen bzw. den Torf vorzubereiten. Denn die ersten Oldenburger Loks wurden nicht mit Kohle beheizt, sondern mit Torf, weil er einfach in der Region verfügbar war. Die G7 wurde dann, die ist ja schon von 1912 circa, die wurde dann zu dem Zeitpunkt natürlich nicht mehr mit Torf beheizt, weil der Brennwert auch nicht hoch genug war. Aus Gründen der Tradition oder der Regionalität hier in Oldenburg habe ich mich entschieden, trotzdem aber den Tender mit Torf, einer Torfnachbildung auszustatten. Die Grundlage hierfür sind Modellbauziegel, Keramikziegel, die ich entsprechend farblich behandelt habe und auch noch ein bisschen mit Puderfarben nachgestaltet habe. Und das Ganze dann mit fast nasser Farbe noch in den Tender gegeben, sodass das alles schön zusammenklebt. Und das gibt eine super Torfoptik hier auch für den Tender. Und als allerletztes i-Tüpfelchen hier schon mal ein paar Eindrücke von der fast fertigen Lok auf der Strecke. Schon mit ganz leichten Alterungsspuren hier und da. Wobei Alterungsspuren sind übertrieben. Es soll ja eine Museumslok sein, die auch gepflegt wird. Aber auch Dampfloks, auch Museumsloks haben eben hier und da mal ein bisschen Undichtigkeiten. Da läuft mal ein bisschen was runter. Das muss man natürlich schon irgendwie auch versuchen einzufangen. Wie gesagt, als letztes i-Tüpfelchen dann nochmal Ätzschilder. Das ist einiges an Arbeit, die entsprechenden Vorlagen zu erarbeiten. Unter anderem habe ich mich entschieden, die Lok auf den Namen Ofener Diek zu taufen. Damals bekamen die Loks noch richtige Namen und keine Nummern, Baureihennummern. Des Weiteren gibt es dann noch ein fiktives Fertigungsschild von Hanomag mit einer fiktiven laufenden Nummer.
Und als besonderes Highlight nochmal das Wappen der GOE, der Großherzoglich Oldenburger Eisenbahn, auch nochmal als kleines Etzschild. Und diese Schilder, einmal für die Lok und einmal auch nochmal das Wappen für die Wagen, sind dann nochmal das letzte i-Tüpfelchen auf diesem besonderen Museumszug. Im nächsten Teil dann ein paar schöne Fahraufnahmen dazu. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, euer Dr. Rail.